habe diese Tame Brainrod Filme hier gefunden. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts anschauen. Wir haben hier einen Film ab 6. Darin kämpfen die ganzen Tame Brainrod Monster gegeneinander. Ein Film ab 12. Der heißt Überlebe die Tame Brainrod Insel. Ein Film ab 16. Da sind Tung 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 Sahur und Ballerina Cappuccina einfach im Gefängnis. Und ein Film ab 18. Und der heißt Tung 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 Sahur bricht in ein Haus eine Mauer. Kann sich da gerade Tung 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 Sahurs Augen bewegen? Wenn ihr das auch gesehen habt, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Aber wo hast du die ganzen Filme eigentlich gekauft? Ich hab diese Filme gar nicht gekauft. Als ich heute Nacht hier geschlafen habe, habe ich plötzlich einen lauten Knall gehört. Und als ich nachschauen wollte, wo er kam, habe ich überall in der Wohnung diese Tame Brainrod Filme hier gefunden. Wer hat diese Filme in deiner Wohnung versteckt? Ich habe keine Ahnung, Vogelmann. Aber zum Glück haben wir in der ganzen Wohnung Überwachungskameras, die ganze Nacht alles gefilmt haben. Und diese Aufnahmen schauen wir uns jetzt an. Komm mit! So, Freunde, gehen wir direkt in den Ordner mit den Überwachungskameraaufnahmen. Hier sind die Aufnahmen von heute Nacht und eigentlich sieht alles ruhig aus, ja. Ich schlafe hier ganz ruhig in meinem Bett. Und in den anderen Räumen im Haus ist eigentlich auch nichts, nein. Spulen wir mal ein bisschen vor. Diese Filme können ja nicht einfach so in meinem Haus aufgetaucht sein. Und oh nein, das sind sie auch nicht, Freunde. Um 1 Uhr in der Nacht. Das war vor genau 2 Stunden. Hat sich hier die Eingangstüre bewegt. Ja, sie geht auf und wow. Hier um die Ecke schaut gerade Tung 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 Sahur. Was? Der ist einfach in meine Wohnung eingebrochen, während ich geschlafen habe. Aber wow, er ist nicht alleine. Sondern hinter ihm kommt auch noch Bonica Ambalabo in die Wohnung. Und wow, das auch noch. Und den Don. Und Patapim. Wow, die haben bestimmt die Filme dabei, die ich hier gefunden habe. Aber gut, schauen wir mal, was sie machen. Und wow, Patapim und den Don gehen hier gerade ins Wohnzimmer. Und wow, hier sieht man, wie Patapim gerade einen der Filme vor den Fernseher legt. Ja, er geht wieder weg und lässt den Film da. Und wow, in der anderen Ecke vom Wohnzimmer legt und den Don den zweiten Film. Und das Sofa, wow. Das heißt, jetzt wissen wir ganz sicher, dass sie diese Filme in der Wohnung versteckt haben. Und eine andere Überwachungskamera hat auch noch was aufgezeichnet. Und das ist die Überwachungskamera im Klo. Da läuft gerade Bonica Ambalabo rein. Und was macht er da? Ich glaube, er versteckt auch einen Film, aber er schmeißt ihn ins Klo. Schaut mal, jetzt liegt er einfach hier in der Toilette. Ach, deswegen war der so nass, als ich ihn gefunden habe. Igitt, aber wow. Im Schlafzimmer ist auch was passiert. Da kommt nämlich Tung 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 Sahur zu meinem Bett, wo ich gerade schlafe. Und legt dort auch noch einen Film hin. Wie konnte ich davon denn nicht aufwachen? Naja, jetzt dreht er sich um und wow, was macht er da? Er furzt mir ins Gesicht. Was? Das ist eklig, Freunde. Aber naja, jetzt wissen wir zumindest, wie diese Filme hier in meine Wohnung gekommen sind. Und jetzt schauen wir sie an. Das Ding ist, mit welchem Tame Brainrod Film sollen wir anfangen? Ich würde sagen, das lassen wir euch entscheiden. Schreibt jetzt direkt in die Kommentare, mit welchem Film wir starten sollen. Mit dem ab 6, dem ab 12, dem ab 16 oder dem ab 18. Der sieht viel zu gruselig aus. Wow, hat's gerade an der Balkontüre geklopft? Freunde, das kann eigentlich gar nicht sein. Wir sind hier im 3. Stock. Und hier kommt niemand hoch. Schauen wir mal, ob wir da draußen irgendjemand sehen. Aber nein, sieht nicht so aus, Freunde. Ich würde sagen, ich gehe mal raus und schau nach. Aber nein, hier draußen kann ich nichts sehen. Hier ist niemand, Freunde. Wow. Was war das? Da ist gerade irgendwo ein. Ich mich geflogen. Wow. Da oben ist Tung Tung Sahur, Freunde. Ich versuche ihn mal zu packen, aber wow. Ich hab seinen Baseballschläger. Aber jetzt lasst uns schnell reingehen. Den nehmen wir mit. Let's go. So, Tür schnell zu und wir haben es geschafft. Wow, jetzt haben wir einfach Tung Sahurs echten Baseballschläger. Schauen wir direkt mal, was er uns hier gebracht hat. Und das hier ist ein Tame Brainrod in der Schule Film. Wow, schaut mal, der ist ab 100, Freunde. So alt bin doch nicht mehr ich. Lass uns direkt mal nachschauen, wie der Film da drin aussieht. Und wow, das hier ist ein USB-Stick. Und auf dem steht, dass wir den Film erst bei 10.000 Likes anschauen dürfen. Gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir den Film ab 100 mit Tame Brainrod in der Schule anschauen. Aber naja, jetzt lasst uns direkt mal schauen, für welchen Film ihr euch entschieden habt. Und wir fangen an mit dem Film ab 6. Wow, das ist der Film, in dem alle Tame Brainrod Monster gegeneinander kämpfen. Dann finden wir raus, wer der stärkste von allen ist. Zum Glück habt ihr euch nicht für den Film ab 18 entschieden. Denn der ist viel zu gruselig. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir den auch noch anschauen, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Na, holen wir direkt mal die DVD aus der Verpackung. Hier ist sie. Und legen sie in unser DVD-Spieler ein. So, Klappe zu. Und der Film beginnt sich auch schon zu drehen. Und es geht los. Wow. Und da sieht man nur den Don, wie er mit seinen 2 riesen Hanteln trainiert. Der ist ja übel stark. Oh, was macht er jetzt? Er wirft eine Hantel weg. Und die trifft Tung Sahur voll ins Gesicht. Der ist komplett umgefallen. Und sieht jetzt auch super wütend aus. Ja, er steht auf, Freunde. Und er rennt jetzt auf den Don zu. Oh nein, er steht vor ihm und wow. Er hat mit seinem riesigen Baseballschläger einmal auf ihn draufgehauen. Aber den Don scheint das Ganze abzuwehren und wow, schleudert Tung Sahur übel von sich weg. Aber nein, er geht wieder auf ihn zu und schleudert ihn jetzt noch ein paar Mal auf den Boden. Wow. Ich glaube, Tung Sahur geht's nicht mehr so gut und wow, jetzt springt er sogar noch auf ihn drauf. Das Ding ist, wow. Hier kam gerade Bonica Ambalabo ins Bild gesprungen. Das ist ein Freund von Tung Sahur. Und ich glaube, der hilft ihm jetzt. Ja, der streckt seine riesige Froschzunge aus und schlacht sich damit den Don. Ich glaube, er ist besiegt und Tung Sahur läuft jetzt weiter durch den Wald. Und boah, da ist auch mein Lieblingsmonster. Patapim. Der stampft auf Tung Sahur zu. Und boah, tritt jetzt auf irgendwelche Steine. Die Tung Sahurs Richtung geschleudert werden und er wird komplett umgeworfen. Also ich finde, das war nicht nett von Patapim. Oder was sagt ihr, Freunde? Tung Sahur ist auf jeden Fall wieder übel wütend und rennt jetzt auf Patapim zu und haut ihn auf seinem Fuß. Patapim
Patapim gefällt es gar nicht und er schleudert Tung 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 Sahur quer durch den Wald. Boah, jetzt fährt er seine Wurzelhände auf. Damit Tung 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 Sahur zieht ihn zu sich hin. Ich glaube, Tung 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 Sahur braucht wieder Hilfe, aber wow. Da kommt seine Hilfe auch schon und das ist Cappuccino Assassino. Er hat 2 Schwerter in der Hand und dreht sich ganz schnell. Und schneidet damit die Wurzelhände von Brr Patapim ab. Jetzt ist Tung 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 Sahur wieder frei. Krass, dass Tung 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 Sahur so viele Freunde hat. Oh, Cappuccino Assassino läuft jetzt auf Brr Patapim zu, aber der stampft einmal auf den Waldboden und wow. Jetzt ist Cappuccino Assassino umgefallen. Tung 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 Sahur wird gerade übel stark und rennt jetzt auf Brr Patapim zu. Der will nämlich gerade Cappuccino Assassino kaputt treten. Aber Tung 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 Sahur haut auf Brr Patapim drauf und wirft ihn um. Und boah, er hört nicht auf. Er haut wieder und wieder auf ihn drauf, aber Brr Patapim schnappt ihn und wirft ihn auf den Boden. Das ist nicht gut, Freunde. Ich glaube, Brr Patapim will Tung 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 Sahur zerstören, aber oh, da kommt Cappuccino Assassino und hat Brr Patapim ein Bein abgeschnitten. Ich glaube, das ist jetzt sein Ende. Ja, Tung 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 Sahur kommt da mit einer Fackel angelaufen und verbrennt jetzt Brr Patapim. Stimmt, der ist ja aus Holz, das heißt, er brennt ziemlich gut. Das finde ich ein bisschen schade, weil Brr Patapim war ja mein Lieblingsmonster, aber naja, Tung 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 Sahur läuft weiter und wow, sind plötzlich an einem anderen Ort. Und da ist auch Tung 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 Sahurs Bruder Tatata Sahur. Und boah, die beiden stehen sich jetzt gegenüber. Tung 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 Sahur wirft seinen Baseballschläger nach Tatata Sahur und der wird übel wütend und rennt jetzt auf Tung 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 Sahur zu. Aber wow, der wirft seinen Baseballschläger nochmal. Und Tatata Sahur fliegt um. Mal schauen, wer von beiden stärker ist. Tung 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 Sahur war ja bisher der Stärkste. Oh, wow, er haut auf Tatata Sahur drauf. Das Ding ist leer. Lass den jetzt heißen Nebel aus seinem Kopf. Tung Tung Sahur wird weggeschleudert. Jetzt sind beide ultra wütend und wollen sich gegenseitig, glaube ich, zerstören. Tatata Sahur schießt irgendwelche Feuerbälle. Aber Tung 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 Sahur wehrt die mit seinem Schläger ab. Und der brennt jetzt komplett. Wow. Tatata Sahur schnappt sich jetzt Tung 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 Sahur und wirft ihn auf den Boden und haut jetzt wieder ein paar Mal auf ihn drauf. Aber wow. Ich glaube, Tung 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 Sahur aktiviert jetzt irgendeine Superkraft. Und ja, er wird wieder übel stark. Ich glaube nicht, dass Tatata Sahur dagegen noch eine Chance hat. Tung 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 Sahur zückt jetzt einen goldenen Baseballschläger. Und Tatata Sahur versucht ihn wieder mit Feuer zu zerstören. Aber das klappt ja nicht, weil er diesmal aus Gold und nicht aus Holz ist. Tung 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 Sahur schleudert den Feuerball zurück und Tatata Sahur geht kaputt. Und boah, jetzt liegt er da. Und Tung 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 Sahur haut noch einmal auf ihn drauf. Und er hat gewonnen. Und damit endet der Film. Das heißt, wir wissen jetzt, dass Tung 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 Sahur der stärkste von allen Italian Brainrot Monstern ist. Aber gut, ich würde sagen, jetzt machen wir direkt weiter mit dem Film ab 12. Überlebe die Italian Brainrot Insel. Der hört sich super krass an. Tung 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 Sahur. Habt ihr das gerade auch gehört, Freunde? Kamen doch irgendwelche Geräusche. Sind die Italian Brainrot Monster vielleicht immer noch hier in der Wohnung? Ich würde sagen, ich schaue direkt mal nach. Und ihr bleibt so lange hier. Und passt auf den Film auf. Ich stelle dich hier hin. Und wenn ihr irgendwas bemerkt, dann schreibt sofort in die Kommentare. Aber gut, ich gehe jetzt direkt nachschauen. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Hallo, ich sehe mal. Boneca Ambalabu. Brr brr Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Udin din 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 dun. Tung 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 Sahur, Sahur, tung 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 Sahur, 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 tung tung. Nein, komisch, hier war nichts, Freunde. Wenn ihr irgendwas gesehen habt, dann schreibt jetzt direkt mal in die Kommentare. Aber der Film ist zum Glück noch da. Und in den schauen wir jetzt direkt mal rein. Aber wow, hier in dieser Filmverpackung ist nicht nur die DVD, sondern auch irgendein komischer Umschlag. Und da steht drauf, dass wir den nicht öffnen sollen. Das Ding ist, wow, ich spüre da drin irgendwas. Ich glaube, das bewegt sich. Freunde, ich würde sagen, wir öffnen diesen Briefumschlag trotzdem. Aber erst nachdem wir diesen Film hier geschaut haben, setzen wir die DVD direkt mal in den DVD-Player so. Sie beginnt sich zu drehen und der Film startet und wow. Da sind Tung 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 Sahur und Ballerina Cappuccina auf irgendeinem Floß. Und die sind inmitten von einem Sturm. Wow, das sieht super krass aus. Und im Wasser ist auch ein Hai. Wow, man sieht da so eine Haiflosse. Und dieser Hai umkreist die beiden jetzt. Es sieht nicht gut aus für die beiden. Boah, jetzt kommt auch noch eine riesige Flutwelle. Und die wirft die beiden komplett ins Wasser. Wow, jetzt treiben sie da nur noch. Das Ding ist, was ist jetzt passiert? Wow. Hier sieht man wieder Tung 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 Sahur und da wacht er gerade am Strand auf. Oh, neben ihm liegt auch Ballerina Cappuccina. Tung 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 Sahur rüttelt jetzt an Ballerina Cappuccina und wow, jetzt ist sie auch wieder wach geworden. Und beide stehen auf. Und ich glaube, jetzt sind sie auf der Italian Brainrot Insel. Das Ding ist, oh nein, ihr Boot ist ja komplett zerstört. Das heißt, sie können von dort nicht mehr weg. Sie sind jetzt dort gefangen. Und oh nein, da hinten im Wasser sieht man auch wieder eine Haiflosse. Und die kommt auf die beiden zugeschwommen. Und wow, jetzt schaut wirklich eine Hai aus dem Wasser. Und das ist Tralalero Tralala. Oh nein, und die beiden haben übel viele Angst. Und Tralalero Tralala sieht wütend aus. Ich glaube, er will kämpfen. Und wow, Tung 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 Sahur steht ihm gegenüber. Und ist, glaube ich, auch bereit. Beide rennen jetzt aufeinander zu. Oh, Tralalero Tralala schnappt sich Tung Tung Sahurs Baseballschläger. Und isst ihn, wow. Tung 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 Sahur merkt, dass er keine Chance hat. Ballerina Cappuccina packt ihn, damit sie wegrennen können. Jetzt rennen beide durch diesen Dschungel auf dieser Insel. Und dort verstecken sie sich jetzt hinter einem Busch. Das ist aber auch unfair, dass Tralalero Tralala Füße hat. Und die beiden nicht nur im Wasser verfolgen kann. Gut, dass echte Haie keine Füße haben. Wow, Ballerina Cappuccina nimmt einen Stein und wirft ihn weit weg von den beiden, damit Tralalero Tralala in die falsche Richtung läuft. Und ja, es hat geklappt, er rennt weg. Aber wow, jetzt merken die beiden, dass neben ihm so riesige Füße stehen. Wow. Und das sind die Füße von Brr Patapim. Auf dieser Insel sind ja wirklich alle Italian Brainrot Monster. Oh wow, Brr Patapim sieht so aus, als ob er gerade erst aufwacht. Und er ist wütend, weil die beiden in seinem Wald sind. Der gehört nur ihm. Und er versucht sie jetzt mit seinen Füßen platt zu treten. Tung 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 Sahur und Ballerina Cappuccina rennen weg. Und wow, Brr Patapim verfolgt sie. Das war nicht gut, dass sie auf dieser Insel gestrandet sind. Aber wow, Brr Patapim kommt immer näher.
hinterher. Und jetzt steht Ballerina Cappuccino und Tung 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 Sahur an einer Klippe. Da kommen sie nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Jetzt steht Brr Brr Patapim vor ihnen. Und wow, Tralalero Tralala kommt auch auf die beiden zugerannt. Aber wow, Brr Brr Patapim hat Angst vor Tralalero Tralala. Und der beißt ihm jetzt ins Bein. Das ist super lustig. Und während die beiden kämpfen, verschwinden Ballerina Cappuccino und Tung 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 Sahur. Aber oh nein, es sieht so aus, als ob Tung 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 Sahur Hunger hat. Und da stellt sich jetzt Ballerina Cappuccino als ein leckeres Steak vor. Ich glaube, er denkt, dass er sie essen kann. Ja, ihm läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh, Ballerina Cappuccino folgt ihm. Und jetzt sieht er sie wieder normal. Aber die beiden brauchen jetzt dringend was zu essen, glaube ich. Und zum Glück stehen sie direkt vor dem Kokosnussbaum. Tung 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 Sahur hämmert jetzt dagegen. Und wow, eine Kokosnuss fällt auch runter. Die wollen die beiden jetzt essen, aber wow, das ist keine normale Kokosnuss, sondern Bobaloni. Loli. Die können sie natürlich nicht essen. Aber wow, er zeigt ihnen, wo ein neues Floß für die beiden ist. Und dort gehen sie jetzt drauf und segeln wieder von der Insel weg. Und damit endet der Film. Ja, sie hat es geschafft, die Italian Brainrot Insel zu überleben. Aber hier in der Filmverpackung war ja noch was. Und das ist dieser komische Umschlag, den wir nicht öffnen sollen. Und den öffnen wir jetzt direkt. So, hier hinten aufreißen. Was ist das denn? Hier drin war einfach eine lebendige Kakerlake. Das ist ja super eklig, aber hier drin ist noch was. Und das ist eine Fernbedienung. Und darauf steht, dass wir diesen Tung 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 Sahur-Knopf hier oben drücken sollen. Das Ding ist, was passiert dann? Na, ist auch egal, wir machen das einfach direkt mal. Let's go! Wow, jetzt hat der Fernseher angefangen zu rauschen. Hey, das heißt, das hier ist eine Fernbedienung für diesen Fernseher? Ist ja super. Ist hier gerade Tung 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 Sahur rausgekommen? Ihr habt das doch auch gesehen, oder Freunde? Ich glaube, wir sind hier nicht mehr sicher. Lass uns direkt die restlichen Filme mitnehmen. Und schnell in den sicheren Überwachungskameraraum gehen. Kommt mit. So, Freunde, wir sind angekommen und hier sind wir sicher. Und jetzt schauen wir auch direkt den nächsten Film. Wir haben noch den ab 16, den ab 18 und den Film ab 100. Freunde, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben, damit wir den auch noch anschauen können. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Film ab 16. Und da sind die Italian Brainrot Monster im Gefängnis. Holen wir den Film direkt mal aus seiner Verpackung raus und schieben ihn hier unten in den PC. Oh, jetzt geht der Film auch schon los. Und es sieht so aus, als ob wir auch ein Insasse von diesem Gefängnis sind. Und boah, da vorne stehen die ganzen Italian Brainrot Monster in einer Schlange. Und jetzt gehen wir irgendwo hin. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir alle gefangen wären. Und dieser Raum sieht so ein bisschen aus wie die Cafeteria. Ich glaube, da kriegen wir unser Essen. Ja. Diese Mikrowelle da vorne gibt, glaube ich, die ganzen Essen aus. Ja, Tung Tung Sahur hat schon einen Teller mit etwas in der Hand. Und jetzt sind wir auch gleich dran. Und ich glaube, diese Mikrowelle ist doch eine von den Sprungkeys, oder? Das ist ja viel zu krass. Naja, jetzt haben wir unser Essen und gehen zu den anderen Italian Brainrot Monstern. Und da sitzen jetzt alle und essen. Und die reden jetzt alle miteinander. Wie krass, aber wow, Tung Tung Sahur steht auf und die anderen jetzt auch. Wir essen auch noch schnell unseren Burger. Und laufen denen jetzt hinterher. Aber wo gehen die hin? Ich meine, in einem Gefängnis ist man ja gefangen. Da kann man eigentlich nicht frei rumlaufen. Aber okay, sie gehen wieder zurück in ihre Zellen. Macht Sinn. Und die ganzen Polizisten schließen auch wieder ab. Jetzt schließt der Polizist auch unsere Türe. Das Ding ist, dieser Film ist ab 16, Freunde. Das heißt, da muss doch irgendwas Krasses passieren. Das Ding ist, was machen wir jetzt? Oh, ich glaube, wir haben in der Toilette irgendein Werkzeug versteckt. Und mit dem brechen wir jetzt unsere Gefängnistür auf. Wow. Der Polizist schläft da hinten. Und wir lassen jetzt auch noch die ganzen anderen Italian Brainrot Monster raus. Hier gerade Cappuccino Assassino. Jetzt gehen wir rüber zu Ballerina Cappuccino. So, die kommt auch raus. Jetzt fehlt noch Tung Sahur. Der steht auch auf und kommt aus seiner Gefängniszelle raus. Wir gehen noch zu seinem Bruder Tatata Sahur. Und jetzt fehlt nur noch ein Italian Brainrot Monster. Und das ist die kleine Ballerina Cappuccino. Das Ding ist, wo wollen wir jetzt hin? Das Gefängnis ist ja abgeschlossen. Oh. Wir gehen hier zu diesem Lüftungsschacht und brechen den jetzt auf. Ich glaube, wir flüchten dadurch. Und ja, die ersten Italian Brainrot Monster gehen da rein. Oh, wow, der Alarm im Gefängnis geht ab. Und der Polizist ist aufgemacht, der rennt auf uns zu. Aber wir werfen unser Werkzeug nach ihm und er fällt um. Und jetzt krabbeln wir auch in den Lüftungsschacht. Wow. Hier nach rechts können wir auf jeden Fall nicht krabbeln. Da sind irgendwelche Zahnräder. Wir krabbeln nach links weiter, aber wow, ich glaube, da ist auch schon die Freiheit. Und ja, wir haben es geschafft. Wir sind draußen, Freunde. An irgendeinem Strand. Und jetzt gehen wir alle zusammen auf so einen Steg. Und ich glaube, wir gehen gleich in das Boot rein. Ja. So, jetzt sind alle drin. Und damit fahren wir zusammen in den Sonnenuntergang. Und der Film ist vorbei, Freunde. Der war viel zu krass. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter mit dem Horrorfilm. Tung Sahur bricht in ein Haus ein. Und der ist ab 18, Freunde. Das heißt, er muss super gruselig werden. Naja. Wir öffnen mal die Filmverpackung und wow. Hier drin ist ein USB-Stick. Und den stecken wir jetzt direkt hier in den PC. Und wow, hier ist der Film jetzt auch schon aufgetaucht. Und boah, das Vorschaubild zeigt irgendeine Überwachungskameraaufnahme, glaube ich. Na, starten wir den Film direkt mal. Let's go. Oh nein. Gerade ist hier so ein Fenster aufgeploppt. Und hier steht, dass wir ein Passwort eingeben müssen. Was ist für ein Passwort? Aber wartet mal, hier in der Filmverpackung stand auch noch was. Und ja, hier steht, Passwort ist gleich Spinne plus Netz. Hä, was soll da denn rauskommen? Netzspinne? Freunde, wenn ihr eine Lösung für dieses Rätsel habt, dann schreibt sie jetzt direkt in die Kommentare, damit wir den Film ab 18 schauen können. Ihr habt dafür noch 5 Sekunden Zeit. Seid schnell, Freunde. Wir schauen jetzt direkt nach. Und ihr habt geschrieben Spinnennetz? Okay, versuchen wir das direkt mal. Spinnennetz und Enter. Oh ja, es hat geklappt. Der Film startet
veraltet, aber wartet mal. Das hier sind wirklich Überwachungskameraaufnahmen von irgendeinem Haus. Das heißt, das, was hier zu sehen ist, ist bestimmt wirklich passiert. Oh, das ist super krass. Und hier in der Küche sieht man auch Tung 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 Sahur am Fenster stehen. Die Überwachungskamera wechselt und wir sehen, wie er hier draußen auf der Veranda rumläuft. Oh nein, das ist super gruselig. Und jetzt kommt er zur Eingangstüre und klopft dagegen. Oh. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum das ein Horrorfilm ist, aber wow. Tung Tung Sahur öffnet die Türe und kommt jetzt in dieses Haus rein, ja. Er läuft hier quer durch die Küche und geht jetzt ins Esszimmer, Freunde, ja. Und da bleibt er stehen. Was hat er vor, Freunde? Wow. Er hat den Tisch gerade voll in unsere Richtung geschleudert. Und jetzt können wir ihn nur noch aus einem anderen Zimmer beobachten. Weil dann zerstört er gerade alles. Mit seinem Baseballschläger, wow. In den anderen Räumen sind aber keine Italian Brainrot Monster, nein. Nur hier im Esszimmer steht Tung 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 Sahur und der macht gerade auch Geräusche, aber wow. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Aber da draußen ist niemand. Oh, das ist super gruselig. Es klingelt wieder und wieder an der Tür. Und boah, jetzt geht Tung 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 Sahur sich um. Und ich glaube, er geht nachschauen, wer da geklingelt hat. Ja, er läuft hier einmal den Flur runter. Und boah, die Überwachungskamera schaltet wieder um. Die Eingangstür ist mittlerweile offen. Irgendein Geist muss gerade reingekommen sein. Tung Tung Sahur läuft weiter durch die Wohnung. Und der ist jetzt im Wohnzimmer und da flackert der Fernseher. Und wer muss den Fernseher angemacht haben? Der hat vorhin noch nicht geflackert. Tung Tung Sahur geht jetzt auf ihn zu und steht direkt davor. Der flackert so, wie der Fernseher bei uns vorhin geflackert hat. Oh, daraus kommt auch Tung Tung Sahur. Eine böse Version von ihm und hat ihn in den Fernseher gezogen. Und damit endet der Film. Oh nein, das hätte uns vorhin auch passieren können, Freunde. Gut, dass wir schnell hier in den Überwachungskameraраum gegangen sind, aber wow. Das ist der Like-Alarm. Und das bedeutet, wir haben die 10.000 Likes. Weil den Italian Brainrot in der Schule Film erreicht. Holen wir ihn direkt aus seiner Verpackung. Aber der Strom ist gerade ausgefallen, Freunde. Hey, warum denn genau jetzt? Lass uns mal auf die Überwachungskameras schauen und wow. Hier unten am Stromkasten ist gerade Tung 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 Sahur. Er macht ihn komplett kaputt. Wow. Dieses Licht hinter mir ist gerade auch ausgegangen. Das bedeutet ja aber dass wir diesen Film gar nicht mehr auf dem Computer schauen können. Er hat ja keinen Strom mehr. Und der Fernseher im Wohnzimmer funktioniert auch nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Aber wartet mal. Ich habe eine Idee. Kommt mit. Hier oben auf dem Dachboden. Hier ist nämlich noch ein ganz altes Abspielgerät. Und das funktioniert nur mit Batterie. Hier ist es. Schalten wir es mal an. Und boah, ja, es funktioniert noch. Und dort stecke ich jetzt direkt unseren USB-Stick mit dem Film rein. Und boah, es funktioniert. Der Film beginnt. Und da laufen gerade zwei Tung 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 Sahur Schulkinder den Schulflur entlang. Die gehen jetzt bestimmt gleich in den Unterricht. Und wow, ja, sie stehen vor der Tür. Machen sie auf. Schaut mal. Alle Kinder in dieser Klasse sehen so aus wie Tung 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 Sahur. Das ist also eine Italian Brainrot Schule. Aber gut, wir setzen uns auch auf einen der Plätze und warten jetzt, glaube ich, auf die Lehrerin. Und wow. Ich glaube, die Lehrerin kommt und ja, die Lehrerin ist Ballerina Cappuccina. Krass, sie unterrichtet uns heute. Und sie steht jetzt vorne an der Tafel und sagt, dass es einen Mathe-Überraschungstest gibt. Oh nein! Und sie schreibt die erste Frage auch schon an die Tafel. Das Ding ist, wartet mal, was macht der Tung Sahur vor uns? Er hat gerade irgendeinen Papierball auf die Lehrerin geworfen und wurde jetzt da drüben in die Ecke gestellt. Als Bestrafung, weil man wirft keine Papierbälle auf seine Lehrer. Und wir schreiben jetzt weiter den Mathe-Test bei Ballerina Cappuccina. Das Ding ist, was machen wir da jetzt? Wir formen auch einen Ball aus Papier und werfen ihn auf die Lehrerin. Oh nein! Und jetzt kommt sie zu uns. Und ich glaube, wir werden auch bestraft. Ja, wir sollen aufstehen und nach vorne zur Tafel gehen. Das machen wir jetzt auch direkt. Und dort sollen wir uns jetzt hinstellen. Wow. Jetzt schauen wir einfach Kopf über die Klasse an. Aber Ballerina Cappuccina sagt, dass wir uns wieder umdrehen sollen. Oh, jetzt ohrfeigt sie uns. Oh nein! Das dürfen Lehrer doch nicht, oder? Wartet mal. Habt ihr das auch gehört? Das ist doch Tung 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 Sahur, oder? Leute, abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und gebt einen fetten Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat. Ich glaube, er ist da unten in der Wohnung. Ja, der ist da.